Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Nummer 1. Willkommen im Sportzentrum der Stadt. Unsere neuen Fitnesskurse starten ab heute. Bitte beachten Sie, die Yoga- und Rückenkurse finden bei gutem Wetter draußen im Hof statt. Falls es regnet, werden diese Kurse in die Turnhalle verlegt. Der Eingang zur Turnhalle befindet sich im Erdgeschoss, gleich rechts vom Haupteingang. Andere Kurse wie Pilates oder Zumba finden im ersten Stock statt, normalerweise im zweiten, aber dort wird derzeit renoviert. Kommen Sie bitte 10 Minuten vorher, um sich anzumelden. Nummer 2. Hallo Lara, hier ist Frau Schulze aus dem Sekretariat der Berufsschule. Du wolltest uns den Schulnachweis ja eigentlich persönlich vorbeibringen, aber du bist leider nicht gekommen. Bitte schick uns den Nachweis jetzt per E-Mail, nicht per Post. Das dauert zu lange. Wir müssen deine Anmeldung noch diese Woche abschließen, denn ab Montag ist das Sekretariat für 2 Wochen geschlossen. Danke dir. Nummer 3. Willkommen bei City Taxi 24. Wenn Sie ein Taxi bestellen möchten, bleiben Sie bitte einfach am Apparat. Sie werden gleich mit einem unserer Mitarbeiter verbunden. Sobald das Taxi unterwegs ist, erhalten Sie automatisch eine SMS mit dem Kennzeichen und dem Namen des Fahrers. Sollten Sie keine SMS bekommen haben oder wenn es Probleme mit der Bestellung gibt, drücken Sie bitte die 3, um mit unserem Kundenservice zu sprechen. Vielen Dank. Nummer 4. Achtung, Achtung! Heute findet unser großes Schuljahresabschlussfest statt. Auf dem Pausenhof gibt es viele Stände mit Kuchen, Getränken und Snacks. Ein belegtes Brötchen kostet für Lehrkräfte 1,20 €, aber Schüler erhalten heute 50% Rabatt. Für Gäste gilt der volle Preis. Außerdem gibt es Waffeln und Muffins für jeweils 80 Cent. Kommt schnell vorbei, solange der Vorrat reicht. Ende von Teil 1. Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Achtung, liebe Fahrgäste! Obwohl der Streik im öffentlichen Nahverkehr offiziell beendet ist, werden auch morgen keine Busse und Straßenbahnen fahren,
Nach Angaben der Verkehrsbetriebe laufen die Abläufe noch nicht wie geplant. Es komme weiterhin zu Einschränkungen im Betrieb. Die Straßen im Stadtgebiet sind derzeit relativ leer. Staus sind nicht die Ursache für die Ausfälle. Bitte nutzen Sie, wenn möglich, alternative Verkehrsmittel und informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen auf unserer Website. Nummer 6. Das war das Wetter für morgen. Und jetzt zu den wichtigsten am Wochenende. Am Samstag findet im Stadtpark das Open-Air-Konzert Musik für alle statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Am Sonntag läuft dann der Stadtlauf für den guten Zweck, bei dem über 3000 Läuferinnen und Läufer erwartet werden. Bitte beachten Sie, einige Straßen rund um das Festgelände sind für Autos gesperrt. Der öffentliche Nahverkehr fährt aber wie gewohnt. Nummer 7. Und hier ein aktueller Hinweis für Autofahrer. Auf der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt gibt es Behinderungen wegen eines defekten Fahrzeugs auf dem Seitenstreifen. Der Verkehr rollt aber weiter. Auf der A7 Richtung Hannover ist die linke Spur nach einem Unfall kurzzeitig gesperrt. Rechnen Sie mit Verzögerungen. Und auf der A8 zwischen Stuttgart und Ulm gilt wegen Nebel und glatter Fahrbahn derzeit ein generelles Überholverbot. Bitte achten Sie auf die elektronische Beschilderung. Nummer 8. In unserer Gesundheitsminute heute. Viele Eltern fragen uns, was hilft Kindern bei Unruhe, gerade abends vor dem Schlafen? Das pflanzliche Mittel Relaxor-Tropfen eignet sich für Kinder ab 3 Jahren und für Erwachsene. Für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren wird empfohlen, zweimal täglich 5 Tropfen, am besten morgens und vor dem Schlafengehen. Kinder zwischen 7 und 12 Jahren dürfen bis zu doppelt so viel einnehmen. Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene nehmen 3-mal täglich 20 Tropfen, jeweils nach den Mahlzeiten. Achtung! Kinder unter 3 Jahren dürfen das Mittel nicht nehmen. Bitte sprechen Sie bei Unsicherheiten mit Ihrem Arzt oder Ihrer Apotheke. Nummer 9. Und hier ist der Wetterbericht für morgen. Am Vormittag bleibt es meist bewölkt, aber trocken. Am Nachmittag zeigt sich häufiger die Sonne, bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Im Süden kann es leichte Schauer geben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. In der Nacht wird es kühl, mit Tiefstwerten um 11 Grad. Ende von Teil 2. Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort
A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Nummer 10 und 11. Guten Tag. Ich war letzte Woche schon hier und habe mir ein Buch zur Mathematik ausgeliehen. Ich schreibe bald eine große Prüfung. Ja, ich erinnere mich. War das Buch Mathematik kompakt für die Oberstufe? Genau. Aber heute suche ich etwas anderes. Ich muss nämlich ein Referat in Deutsch halten. Über DDR-Literatur. Aha, das ist ein spannendes Thema. Haben Sie schon einen Titel im Kopf? Ja, ich suche Der geteilte Himmel von Christa Wolf. Das haben wir im Bestand. Aber es ist gerade ausgeliehen. Möchten Sie etwas Ähnliches lesen? Schade. Ich habe zwar schon eine DVD zum Thema gefunden, aber für das Referat brauche ich genau dieses Buch. Wir hätten noch andere Romane zur DDR, wenn Sie möchten. Danke, aber ich habe mich schon auf dieses Buch vorbereitet. Ich warte lieber. In Ordnung. Die Rückgabe ist für nächste Woche geplant. Super, dann komme ich einfach nächste Woche nochmal vorbei. Vielen Dank. Nummer 12 und 13. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich am besten zum Hauptbahnhof? Also, normalerweise würde ich Ihnen die Straßenbahnlinie 3 empfehlen. Die fährt direkt bis vor den Haupteingang. Aber zurzeit gibt es Bauarbeiten an der Schillerstraße. Da ist die Strecke gesperrt. Oh, das wusste ich nicht. Gibt es eine Umleitung? Ja, aber die dauert länger. Wenn Sie Zeit sparen wollen, nehmen Sie besser den Bus Linie 7. Der fährt bis zur Haltestelle Marktplatz. Von dort sind es etwa 5 Minuten zu Fuß bis zum Bahnhof. Okay. Und wie komme ich zur Bushaltestelle? Sie gehen einfach hier die Hauptstraße entlang bis zur nächsten Kreuzung. Da sehen Sie rechts eine Apotheke. Direkt daneben ist die Haltestelle. Muss ich ein anderes Ticket kaufen? Nein, das gleiche Ticket gilt auch für den Bus. Perfekt, vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann nehme ich den Bus. Kein Problem. Gute Fahrt. Nummer 14 und 15. Guten Tag. Hier spricht Andrea Beck. Ich rufe an, weil meine Tochter gerne tanzen würde und ich mich nach einem passenden Kurs erkundigen wollte. Guten Tag, Frau Beck. Wie alt ist denn Ihre Tochter? Sie ist 11, sehr beweglich und total begeistert von Musik und Tanzen. Das klingt toll. Wissen Sie schon, welche Tanzrichtung Sie interessiert? Sie hat letztens Disco-Tanz gesehen und war total begeistert. Gibt es bei Ihnen so einen Kurs? Ja, wir bieten Disco-Dance an. Aber dieser Kurs ist leider erst ab 14 Jahren, da die Choreografien recht anspruchsvoll sind. Verstehe. Gibt es denn etwas Ähnliches für Jüngere? Ja, zum Beispiel Hip-Hop-Kids. Ideal für 10- bis 12-Jährige. Leider ist dieser Kurs im Moment voll. Oh, schade. Aber wir haben noch freie Plätze im Kurs Modern Dance Junior. Auch für Kinder ab 10. Die Musik ist modern und es gibt dort eine sehr nette Gruppe. Möchten Sie das einmal ausprobieren? Ja, das klingt gut. Dann würden wir gern eine Probestunde machen. Sehr gern. Am Montag um 16 Uhr wäre ein guter Termin. Perfekt. Dann kommen wir vorbei. Vielen Dank. Ich freue mich. Bis Montag.
Nummer 16 und 17. Guten Tag, Herr Neumann. Schön, dass Sie zu unserem Gespräch gekommen sind. Erzählen Sie doch bitte etwas über sich und Ihre bisherigen Erfahrungen. Guten Tag, Frau Becker. Danke für die Einladung. Ich habe 5 Jahre als Lagerarbeiter gearbeitet und suche jetzt eine Stelle in einem Logistikzentrum. Das hört sich gut an. Unsere Stelle im Logistikzentrum ist aktuell in Teilzeit ausgeschrieben. Wäre das für Sie passend? Ehrlich gesagt, wäre mir Vollzeit lieber. Ich habe eine Familie und muss den Lebensunterhalt sichern. Verstehe. Wie ist Ihre persönliche Situation? Ich habe ein kleines Kind und meine Frau ist momentan zu Hause, um sich um das Kind zu kümmern. Deshalb brauche ich eine Vollzeitstelle. Üblicherweise bieten wir eine 3-monatige Probezeit in Teilzeit an. Wenn alles gut läuft, besteht die Möglichkeit, danach auf Vollzeit zu wechseln. Das klingt schwierig für mich. Ich habe nächste Woche noch ein weiteres Vorstellungsgespräch und möchte mir das gut überlegen. Natürlich, nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Haben Sie noch Fragen? Nein, danke. Ich melde mich dann bei Ihnen. Ende von Teil 3. Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. In den letzten Jahren hat sich die Art, wie wir lesen, stark verändert. Früher haben alle Bücher aus Papier gelesen. Doch heute entscheiden sich immer mehr Menschen für elektronische Bücher, sogenannte E-Books. Wir haben deshalb verschiedene Personen gefragt, was sie bevorzugen und warum. Beispiel. Früher habe ich ausschließlich Bücher aus Papier gelesen. Mir gefiel es sehr, beim Lesen die Seiten umzublättern. Und besonders der Geruch von frisch gedruckten Büchern war für mich angenehm. Vor 2 Jahren habe ich allerdings zum Geburtstag einen E-Reader bekommen. Seitdem lese ich fast nur noch digital. Für mich ist das einfach praktischer, weil ich jetzt viele Bücher dabei haben kann, ohne dass meine Tasche schwer wird. Besonders praktisch finde ich meinen E-Reader im Urlaub, weil ich dann weniger Gepäck mitnehmen muss. Nummer 18. Ich lese wirklich sehr gerne, fast jeden Tag. Bücher gehören für mich zum Alltag. Aber mit E-Books habe ich ehrlich gesagt ein Problem. Ich arbeite beruflich viel am Computer, oft 8 Stunden oder mehr und merke am Abend, wie müde meine Augen sind. Sie brennen manchmal oder fühlen sich einfach schwer an. Wenn ich dann auch noch auf einem Bildschirm lese, wird das nur schlimmer. Es ist einfach zu anstrengend. Deshalb greife ich abends lieber zu einem klassischen Buch aus Papier. Nummer 19.
Seit ich einen E-Reader besitze, lese ich deutlich mehr Bücher als früher. Damals musste ich immer extra in die Bücherei oder in einen Buchladen gehen, wenn ich etwas Neues lesen wollte. Heute lade ich mir einfach ein Buch aus dem Internet herunter und schon kann ich anfangen. Außerdem sind E-Books meistens günstiger als Bücher aus Papier, was mir sehr entgegenkommt. Ich finde es auch praktisch, dass ich jederzeit, sogar abends im Bett, ein neues Buch kaufen und sofort lesen kann. Nummer 20. Ich mag sowohl gedruckte Bücher als auch elektronische Bücher. Zu Hause auf dem Sofa bevorzuge ich Bücher aus Papier. Mir gefällt einfach das Gefühl, ein Buch in der Hand zu halten und es später ins Regal zu stellen. Außerdem liebe ich den typischen Geruch von neuen Büchern. Das gehört für mich einfach zum Leseerlebnis dazu. Wenn ich allerdings unterwegs bin, nehme ich meinen E-Reader mit. Manchmal kaufe ich mir Bücher sogar zweimal. Einmal digital für unterwegs und einmal gedruckt für zu Hause. Ende des Prüfungsteils hören. Danke fürs Zuschauen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Videos verpasst.